Werkstattschau. Hier im Museum bauen wir Flugzeuge, restaurieren Autos und Motorräder, feilen, schweißen, hämmern, klopfen, wundern uns, schweißen und hobeln weiter. Und wo gehobelt wird, so sagt man, fallen Späne. Und die sollt ihr hier sehen können. Folge 12. Heute bauen wir Behälter. Treibstofftanks. Fokker D7. Und wie sagte mal ein berühmter Schauspieler, ich glaube Bud Spencer war es, mit Terence Hill in ihrem Film Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle: Ohne Hafer kann das beste Pferd nicht furzen. Und der Hafer, der muss ja irgendwo rein. Im Fall der D7 ist der Benzintank. Und wie so ein Benzintank gebaut wird, schauen wir uns heute einmal an. Heute geht es um Behälterbau. Genau genommen Treibstofftanks. Von Fokker wissen wir, dass er seine Treibstofftanks aus Kupferblech gebaut hat. Allerdings stellte die Inspektion der Fliegertruppe damals die Forderung, dass die Benzintanks aus Messing gefertigt werden sollten. Aus diesem Grund fertigen wir unsere Benzintanks auch aus Messing. Das Ausgangsmaterial ist demnach Messingblech. Die Tafeln kommen in einer Größe von 1 x 2 Metern. Im Tank werden unterschiedliche Materialstärken verbaut, von 0,5 bis 0,8 mm. Der Zuschnitt erfolgt mit einer Blechschere, entweder von Hand oder wie hier elektrisch. Wir begleiten heute den Bau eines Treibstoffbehälters für die Fokker D7. Dieses Flugzeug besitzt in der ersten Ausführung einen dreiteiligen Tank mit einem Hauptbenzintank, einem Hilfsbenzintank sowie einem Öltank. Alles in einem Behälter. Hierfür sind 3 unterschiedliche Größen an Einfüllstutzen erforderlich. Diese schneide ich zuerst zurecht. Für die Abwicklung der einzelnen Bleche der Einfüllstutzen habe ich mir Schablonen aus Sperrholz gefertigt. Diese wiederum entnahm ich der Konstruktionszeichnung. Nach jedem Schnitt wird das Blech entgradet. Messingschnitte sind ekelig. Im nächsten Schritt folgt das Anzeichnen der Falzkante. Entlang dieser Linie wird der zukünftige Einfüllstutzen abgekantet. Einmal linksrum, einmal rechtsrum. Und so sieht das zum Rollen und Falzen vorbereitete Blech aus.
Es kann nun an der Rollenbiegemaschine vorgerollt werden. Im nächsten Arbeitsgang werden die beiden abgekanteten Seiten des Bleches ineinander gehängt. Durch Anlegen erfolgt so der erste Gang des Falzens. Mit der Falzzange wird der erste Teil des Falzes zugedrückt. Umgelegt wird der Falz anschließend auf dem Sperrhaken mit einem Holzhammer. Nachdem der Falz geschlossen wurde, erfolgt das Durchsetzen nach außen mit dem Durchsetzmeißel. Hierdurch wird der Einfüllstutzen an seiner Innenseite schön rund und der Einsatz mit dem Gewinde für den Verschlussdeckel kann problemlos eingesetzt und eingelötet werden. Damit der Falz anschließend auch schön dicht wird, wird er hierbei immer mal wieder mit dem Hammer geschlossen.
Und so sieht der nach außen grob durchgesetzte Falz aus. Anschließend wird auf einem Rundstahl fein nachgearbeitet. Dieser hat genau den Durchmesser, den der Einfüllstutzen innen haben soll. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass der Gewindeeinsatz nachher auch einwandfrei passt. Dann kann der Fuß des Einfüllstutzens geschweift werden. Dieser geschweifte Flansch ist notwendig, damit man später den Einfüllstutzen an der Außenseite des Tankmantels befestigen kann. Damit das Blech nicht reißt, ist es notwendig, hier in mehreren Durchgängen ganz sachte im Kreis herum zu arbeiten. Dadurch wird das Blech gestreckt und macht den längeren Weg um den Flansch möglich. Und weil wir hier im Museum für Flugzeugbau und technische Geschichte anderen die Möglichkeit geben wollen, handwerklich mitzuarbeiten, lassen wir diese natürlich auch derartige Arbeiten tun. Hier zum Beispiel Martin beim Bau von Einfüllstutzen. Das Falzen ist eine nette Übung und eine typische Spenglerarbeit. Wenn alles sauber gearbeitet ist, sollten die Einsätze der Gewindestücke für die Tankverschlüsse einwandfrei in die Einfüllstutzen passen. Hier werden sie dann eingelötet. Aus Blechtafeln werden natürlich auch die Trenn- und Seitenwände der Tanks gebaut. In diesem Fall bearbeite ich gerade die Tankwände des Tanks für die umlaufmotorgetriebenen Flugzeuge wie den Fokker 3-Decker oder die Fokker D8 und Fokker D6. Natürlich wird nach dem Zuschneiden erstmal alles entgradet und begradigt. Alle Blecharbeiten haben gemeinsam, dass auf Maßhaltigkeit besonderes Augenmerk gelegt werden muss. Wenn die Teile nicht exakt nach den Zeichnungen angefertigt werden, ist ein späteres Zusammenfügen nicht möglich. Alle Trennbleche und Seitenwände haben umgefalzte Kanten. Dies ermöglicht später den Zusammenbau durch Nieten und Verlöten. Das Umbürteln erfolgt um zwei maßhaltig ausgefräste Aluminiumplatten. Hierbei muss das Blech um die Radien an den Ecken geschrumpft werden. Dies geschieht, indem es durch Hammerschläge in sich selbst geschoben wird.
Erst wenn es überall um die Metallplatten sauber anliegt, spaltfrei, kann es aus der Form genommen werden. Feine Nacharbeit ist jetzt natürlich noch möglich. Wichtig ist, dass der Flansch wirklich im 90-Grad-Winkel zum Blech steht. Und auch hier haben wir wieder einen interessierten jungen Mann in unserer Werkstatt, Matthias. Er baut derzeit bei uns einen Tank für die VKD 7, der später bei uns in der Ausstellung stehen soll. Nicht nur Trennwände gibt es in solch einem Tank. Auch ein Schwallblech ist in diesen untergebracht, damit der Treibstoff nicht so wild hin und her schwappen kann. Der Tankmantel wird auf der Rollenbiegemaschine vorbereitet. Auch er wird wie die Einfüllstutzen mittels einer Falz geschlossen. Dies geschieht auf einer kleinen Vorrichtung. Nachdem der Tankmantel geschlossen ist, wird das Schwallblech eingesetzt, um die Formpassung zu überprüfen. Sitzt. Nach dem Schließen des Tankmantels und der Passprüfung können die ersten Anbauteile angenietet werden. Hier der Montagering für die Benzinuhr. Der Montagering ist ein Drehteil aus Messing, das mittels Nieten am Tankmantel befestigt wird. Die Montage erfolgt zunächst durch Klekos, die das Bauteil am Platz halten. Diese werden nach und nach durch die einzelnen Nieten ersetzt. Die Mitte der umgefalzten Ränder der Trennwände und des Schwallbleches wurden mit einer Linie versehen. Die Bleche können dann an die entsprechende Stelle im Tank geschoben werden und durch die vorgebohrten Löcher von außen über die Linie ausgemittelt gebohrt werden. Auch hier werden sie dann wieder mittels Kleko in ihrer Lage fixiert. Die sogenannten Klekos sind Klemmvorrichtungen, die durch die Löcher greifen und beide Bleche stramm zusammenziehen. Anhand der zuvor aufgezeichneten Linie kann das Blech genau ausgemittelt werden. Die Nietlöcher werden dann einzeln gebohrt und nach die Klekos eingesetzt. Auf diese Weise werden alle Bauteile angepasst. Anschließend werden sie wieder herausgenommen, entgradet, dann wieder eingesetzt und nun können nach und nach die Klekos durch Nieten ersetzt werden.
So werden nach und nach die jeweils zugänglichen Teile verbaut. Hiermit sind natürlich auch die Ablässe gemeint, die noch zugänglich sein müssen, da sie auch von innen verlötet werden. Gelötet wird weich, mit Zinn und Flussmittel. Dieses muss natürlich nachher entfernt werden. Am besten geht dies mit einem sauberen Lappen, der in Aceton getränkt wurde. Innen wird natürlich auch verlötet, die Trennwände ebenso wie alle Anschlüsse für die Einfüllstutzen und die Ablasstrichter. Und so sieht das Ganze von innen aus. Die Einfüllstutzen werden außen angepasst. Für alle Blechteile gibt es genau passende Schablonen aus Sperrholz. Hier die Aufhängebeschläge. Und so werden sie von außen angebohrt. Immer das gleiche Spiel. Bohren, Kleco, demontieren, entgraden, montieren, Klekos durch Nieten ersetzen. Dann verlöten, damit alles dicht ist. Alle Verbindungsstellen, an denen später gelötet wird, müssen natürlich metallisch blank sein. Das wurde natürlich auch bei allen anderen Teilen gemacht. Und die Nieterei beginnt von vorne. Kleco raus, Niete rein, Nieten. Kleco raus, Niete rein, Nieten. Genietet wird innen mit einem Gegengewicht. Von außen klopft der Presslufthammer gegen den Nietkopf, innen entsteht der Werkstattkopf
durch Weiten des Endes der Niete, die gegen das Gewicht geschlagen wird. Hierdurch werden beide Blechteile zusammengedrückt. Für diejenigen, die das Arbeitsprinzip noch nie aus der Nähe gesehen haben, hier mal was für euch. Klekos gab es damals natürlich nicht, aber man kann das Ganze auch mit kleinen Schräubchen machen. Genietet wird mit dem Hammer. Mein Versuchsaufbau ist etwas lumpig, daher ziemlich wackelig und aus dem Grund wird die Niete auch nicht schön gerade. Aber es verdeutlicht, wie es funktioniert. Durch das Aufgehen des Schließkopfes an der Gegenseite des Niets werden die Bleche zusammengedrückt und es entsteht eine sehr feste Klemmverbindung. Milliarden Nieten halten seit Jahrhunderten die Welt am Laufen. Alles voller Nieten. Alle Lötverbindungen in diesen Tanks sind wie bereits erwähnt weich gelötet. Hierzu kommt zunächst etwas Lötwasser auf die zu verbindenden Stellen. Dann wird mit dem Kolben erhitzt und das Zinn zugeführt. Die Tankbeschläge sind übrigens in einer besonderen Art ausgeführt. Auch hier sieht man wieder, wie Fokker darauf bedacht war, Gewicht zu sparen, obwohl Vorgaben eigentlich dagegen arbeiteten. Die Vorschriften besagen, dass Tanks in Bändern zu lagern seien. Diese Vorschrift hat Fokker bequem dadurch umgangen, dass er seine Beschläge einfach unten etwas länger ließ, was ja dann Bänder sind, und somit sind seine Tanks der Fokker D7 also in den geforderten Bändern gelagert. Spart Material und Gewicht. Clever. Fokker eben. Bevor der Tank geschlossen werden kann, müssen die Einfüllstutzen noch montiert und angelötet werden, auch wieder durch Nieten und Festlöten. Die Anschlüsse, die man hier sieht, sind die Druckluftanschlüsse. Bei der Fokker D7 handelt es sich um ein Flugzeug mit druckbeaufschlagtem Tank. Natürlich muss so ein Tank auch dicht sein. Eine erste Prüfung erfolgt durch Wasser. Jede abgeschlossene Kammer muss für sich dicht sein. Später wird der Tank noch mit Druckluft beaufschlagt und auf 0,7 bar aufgepumpt. Der Betriebsdruck im Flugzeug liegt nachher bei 0,3 bis 0,5 bar Überdruck. Wenn der Tank augenscheinlich dicht hält, ist das schon mal ein gutes Zeichen dafür, dass er keinerlei Lecks hat. Den befüllten Tank lasse ich in der Regel mindestens 24 Stunden so stehen. Ist er am nächsten Tag immer noch voll, brauchen wir nichts mehr zu befürchten. Es gibt natürlich im Behälterbau auch andere Möglichkeiten, Tanks auf Dichtheit zu prüfen. In unserem Fall genügt es so.
Das Wasser kann dann wieder abgelassen werden und die letzten Abteilungen des Tanks können fertiggestellt werden. Dann kommt die Seitenwand drauf und damit ist der Tank im Prinzip fertig. Zu guter Letzt wird der Tank noch mit Druckluft beaufschlagt. Und schon haben wir einen wunderschönen Tank, wieder ein Bauteil mehr fertig. Ach, das freut mich. Und weil, wie ihr wisst, ohne Hafer auch das beste Pferd nicht furzen kann, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unsere Arbeit unterstützen würdet. Das Museum nimmt gerne Spenden über PayPal an. Das PayPal-Konto lautet engels@fokker-team-schorndorf.de. Und das war sie auch schon wieder, die Werkstattschau des Museums für Flugzeugbau und technische Geschichte in Weschenbeuren. Besuchen Sie uns doch mal. Jeden ersten Samstag im Monat von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Museum für Flugzeugbau und technische Geschichte in Weschenbeuren. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.